ein verrücktes Video werden, denn einige von euch haben ja drunter kommentiert beim 918 Spider Video, wann wir denn endlich mal den LaFerrari fahren. McLaren P1 sind wir schon gefahren, 918 Spider und heute, Leute, ist es soweit. Wir fahren den Ferrari LaFerrari und vor allem jetzt hier auch noch als Aperta-Version. Coupé damals 2013 vorgestellt, 499 Stück wurden gebaut. Aperta-Version 2016 und davon wurde nur 210 Stück gebaut. Dementsprechend müssen wir da sehr ordentlich heute aufpassen und ich meine allein in dieser Lackierung, dieses Gelb ist eine ganz spezielle Lackierung mit den schwarzen Streifen. Das ist sozusagen diese Racing Livery von Ferrari und ich meine, schaut mal von vorne, wie böse schaut dich bitte dieses Auto an und vor allem wie tief. Also das ist sowas von heftig und vor allem, wenn wir jetzt mal zur Seite hier weitergehen, also ich meine, es gibt zum Design eigentlich nicht viel zu sagen, weil es ist typisch Ferrari, typisch italienisch, es ist einfach perfekt. Vor allem auch hier Aperta-Version. Wir haben hier ein komplettes Carbondach am Start. Das werden wir jetzt dann auch gleich abnehmen. Aber davor lasst uns mal nach hinten gehen, denn hier kommen wir zum Meisterstück. Und zwar der 6,2 Liter V12 Saugermotor. Leistet hier 800 PS. Dann aber, wie beim McLaren P1, wie beim Porsche 918 Spider, haben wir das sogenannte Hybridsystem, Kehrsystem am Start. Bedeutet nochmal ein Elektromotor mit 163 PS, sind insgesamt 963 PS. Also das ist von der Leistung her nochmal mehr als beim P1. P1 hat 916 PS. Vom Gewicht her sind wir hier genau gleich, 1400 Kilo. Da ist der 918 Spider, hat am wenigsten Leistung und ist am schwersten, ne? Vom Gewicht her. Aber auch generell, schaut mal her, hier dieses Heck, wie geil das hier aussieht. Dann auch hier typisch Formel 1 mäßig die Rückleuchten. Und wir haben auch genauso wie beim P1 aktive Aerodynamik verbaut. Allerdings weniger wie jetzt halt beim P1, wo wir hier diesen riesen Spoiler und alles haben. Das bekommt halt Ferrari immer so gut hin. Die arbeiten nicht mit riesen Spoilern oder sonst was, sondern hier haben wir jeweils zwei Flaps, die sich aktiv bewegen, um hier den richtigen Anpressdruck hinzubekommen. Und ich meine, das Ding generiert einfach so viel Downforce, dass das ist immer noch, ihr müsst mal überlegen, okay, Aperta jetzt seit 2016, aber von 0 auf 300 in unter 15 Sekunden. Also das ist sowas von abnormal. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, jetzt lasst uns mal den Innenraum anschauen. Wir machen jetzt mal hier die Türen auf, beziehungsweise wir nehmen doch direkt das Dach ab. Ach übrigens Leute, ich habe heute einen anderen Kameramann am Start. Er ist normalerweise Rennfahrer, dementsprechend kann ich nicht beurteilen, wie jetzt dann im Anschluss die Qualität wird. Ja, ich würde sagen, ich stelle ihn euch mal vor. I'm gonna take your camera now. Gonna introduce you. So, this is Axel. He's a professional racing driver and he's gonna show us now how to remove the roof. So I hope this gonna work. I'm gonna attempt to at least. Das zieht euch das mal rein, Leute. Hier komplett alles aus Carbon. Wait, I gonna help you better. Thank you. You got it? Yeah, got it. Oh ja, perfekt. Ja, also das ist schon hier ultimativ, wie das hier alles aus Carbon ist. Und jetzt, Leute, hier haben wir den Innenraum. Lasst uns das mal hier anschauen. Ja, das Lenkrad komplett aus Alcantara, Carbon. Dann diese Sitze in dem Schwarz-Gelb. Leute, da kommst du echt nicht drauf klar. Hier Türeinstiegsleiste aus Carbon. Und jetzt hat vor allem, Leute, schaut euch das mal an. Wir haben hier das Gaspedal, Bremse und wir können nur das hier verstellen. Und zwar hier einmal mit dem Knopf können wir das nach vorne schieben, nach hinten schieben, weil sonst am Sitz oder sonst was können wir nichts verändern. Und ja, jetzt komm, wir gehen jetzt hier noch mal einmal rum und schauen uns das Auto noch mal hier an, jetzt mit den Türen offen. Alter Schwede, bist du verrückt? Sieht das unfassbar einfach aus. Unfassbar, Leute. Also ich würde sagen, wir steigen jetzt ein, wir starten das Ding und dann schauen wir mal, was hier in dem LaFerrari Aperta, wir fahren selbstverständlich, fahren wir offen, was da so vorwärts geht. Bevor wir jetzt halt einsteigen und losfahren, eine Sache möchte ich euch mal noch kurz zeigen, weil es ja auch wichtig bei einem Aperta
wo tun wir das Dach hin, weil gerade liegt es ja da hinten. Ne? Dementsprechend schauen wir mal hier den Kofferraum, wie das hier schon wieder hier aufgeht. Okay, so, ist natürlich wichtig, es gehört dazu. Also Leute, das ist unser Kofferraum. Wir haben eigentlich gar keinen Kofferraum. Das Einzige, was wir hier haben, und zwar, wir haben ja die Wahl zwischen Softtop und dem Carbondach. Wir können hier unser Softtop reinmachen. So, das ist hier drinnen, aber das ist halt auch schon unser Kofferraum hier bei so einem LaFerrari Aperta. Übrigens bin ich jetzt auch nicht ganz so sexy. Das war das Kennzeichen. Das ist einfach beim LaFerrari schwierig, wo du das Kennzeichen hinmachst, weil hier unten passt es nicht hin. Aber ich meine, das ist eine Kleinigkeit und von daher, ich würde sagen, wir steigen ein, wir fahren jetzt los und vor allem wir genießen gemeinsam die Emotionen mit dem V12 Saugermotor. Legen wir los. Hier ist der Schlüssel, vor allem noch richtig schön oldschool. Einmal hier reinstecken, rumdrehen und dann funktioniert super. Rumdrehen. Oh, allein schon hier dieser Bildschirm. Alter, ist das. Und jetzt starten wir den Motor. Oh, das ist schon wieder hier eine Symphonie. Tür zu. Schaut euch das mal an. Hier komplett alles aus Carbon, alles aus Alcantara. Leckt mich am Arsch. Was ist denn jetzt hier mit der Lüftung los? Stopp. Aus. Ganz ruhig Lüftung. Schaut euch das mal an hier. Komplett alles aus Carbon, wo du hinschaust, hier hinten auch. Einfach unfassbar. So Leute, seid ihr ready? Wir legen den ersten Gang rein. Wir fahren das Auto jetzt erstmal warm, aber schaut mal her, wir sind jetzt hier rein elektrisch, beziehungsweise jetzt, sobald du ein bisschen aufs Gaspedal kommst, dann schaltet sich hier hinten, ja, der 6,2 Liter V12 Saugermotor, der schaltet sich dann an. Oh, ich sage euch eins, Leute, wenn wir da jetzt gleich durchdrücken können, sobald er hier warm ist, das wird, glaube ich, richtig geil werden. Aber allein hier nochmal der Innenraum, schaut euch das mal an. Wo du hinschaust, du hast hier komplett alles Carbon, alles Alcantara, hier Leder. Wobei man da hier sagen muss, das erinnert mich sehr an 458er Italia. Sehr oldschool das Ganze gehalten. Auch hier die Fensterheber. Ja, das finde ich jetzt nicht so geil, aber ich meine ganz ehrlich, scheiß drauf. Wir sitzen im LaFerrari. Vor allem hier auch noch, ja, Aperta-Version. Und hier hinten 963 PS am Start. Also ich glaube, das wird... Alter. Also du merkst ja allein jetzt schon, nur durch ein bisschen Gas antippen, bis 5000 Touren, was da Leistung da ist. Und schaut mal her, bis 9000 Touren dreht das Ganze. Also ich glaube, das wird hier schon richtig heftig werden. Ne? Wir sind auf Temperatur, bedeutet jetzt können wir mal ein bisschen hier Gas geben. Komm, wir beginnen aus dem zweiten Gang. Alter, nur ein bisschen und... Wow! Wow! Alter! Wow! Hat das Ding Leistung? Boah, wie das klingt, Leute! Wow! Er dreht komplett durch! Alter! Wow! Leute! Schaut euch bitte meine Haare an! Das ist pure Gänsehaut! Dieser Sound! Ey, unmenschlich! Unmenschlich der Klang! Alter, dieser Klang, Leute, dieser Klang, wie das Ding hochdreht, zieht euch das mal rein. Unmenschlich. Okay, dann machen wir schön Jalla Abfahrt. Alter, wie das Ding oben rum kommt, die Leistung. Alter. Alter, Leute, ohne Scheiß, Mann, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, das ist absolut heftig.
Das ist absolut heftig. Wenn ich das jetzt mit einem McLaren P1 vergleiche, von der Leistung her, es ist schwierig zu vergleichen, weil der P1, du hast diesen Turbo-Punch, 3,8 Liter V8, Biturbomotor und hier hast du halt einen reinen V12 Saugermotor. Der Punch im P1 fühlt sich heftiger an, aber hier diese Emotionen, die entwickelst du im P1 nicht. Im P1 natürlich richtig geil, vor allem dieses Turbogeräusch und alles. Es sind, ganz ehrlich Leute, du kannst die zwei Autos nicht vergleichen. Das sind für mich zwei unterschiedliche Autos. Seid ihr ready für eine Launch Control? Okay, und los geht's! Alter! Alter, der dreht komplett durch! Boah. So, sagen wir mal hier in den Kurven. Ja, du merkst halt, das Ding für die Rennstrecke ist halt einfach vom Gefühl her. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, der 1 fühlt sich da definitiv agiler an. Und Axel, der Rennfahrer, er ist alle 3 Stück schon gefahren. 918 Spider, P1 und LaFerrari. Und er hat gemeint, LaFerrari ist nicht so wirklich geil gewesen auf der Strecke zum Fahren. Wir machen jetzt mal hier nochmal eine Launch Control mit ESC komplett ausgeschaltet. Ne? Dann schauen wir mal, inwiefern das Ding hier immer noch durchdreht. Seid ihr ready? Und los geht's. Traktion, okay. Boah. Alter. Boah. Direkt 240 drauf. Direkt 240, alter Schwede, das Ding marschiert einfach nur durch und müsst euch überlegen, bis 350 km/h wäre das Ding schnell. Und ich glaube aber, wenn wir 350 km/h fahren, da haut es mir meinen Schädel aber sowas von davon, so laut wie das hier wird. Hiermit sind wir jetzt alle 3 Hypercars gefahren. McLaren B1, 918 Spider und jetzt hier den LaFerrari vor allem als Aperta-Versionen. Ich sage euch eins, keiner von den 3 kannst du miteinander vergleichen. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Ja, 918 Spider ist ein Ticken langsamer als die beiden. Auf der Geraden hat er einfach ein bisschen weniger Leistung, ist etwas schwerer, aber dann in den Kurven einfach brutal zum Fahren. Hier wieder elektrisch unterwegs. Wir können mit allen 3 können wir rein elektrisch fahren. LaFerrari ist für mich einfach von den Emotionen jetzt hier sowas von abartig geil gewesen. Aber ich sage euch eins, McLaren P1 ist für mich immer noch das radikalste Auto. Du hörst alles, du hörst jeden Stein. Es ist halt einfach noch mal mehr Rennwagen-Feeling. Aber hier ist es halt einfach brutal emotional und auch wie das Auto aussieht, typisch italienisches Design. Und deswegen, Leute, jeder hat seinen eigenen Charakter. Es ist wirklich Geschmackssache. Alle 3 Autos sind unfassbar. Was die Hersteller da damals 2013 um den Dreh gebaut haben, ist nicht von dieser Welt. Und von daher würde ich sagen, Leute, ich bin raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann schalten wir nicht in den zweiten Gang, sondern wir schalten in den ersten Gang und machen Yalla Abfahrt.